Hallo und herzlich willkommen in den Ammergauer Alpen auf dem Weg zur Hohen Bleik über Niedere Bleik und damit auch herzlich willkommen bei Mountain Guide. Die Hohe Bleik und die Niedere oder Niederbleik sind, wie soll ich sagen, nicht ganz so bekannt wie die populären anderen Gipfel da in der Gegend, aber jedes Mal doch eine Tour wert. Viele wollen diese Tour auch gar nicht gehen. Das liegt einfach daran, weil der Aufstieg und auch der Abstieg, wie ihr jetzt vielleicht an dem Rundflug schon sehen könnt, man geht sehr lange und sehr eintönig einen Forstweg durch den Wald. Das schreckt viele schon ab, weil viele wollen natürlich eine Wunderaussicht haben und einen richtig spannenden Aufstiegsweg. Aber das letzte Stückchen ist tatsächlich ein interessanter Waldsteig und die Aussicht auf der Niederbleik oder der Niederen Bleik, ich kann es euch sagen, ist es allemal wert. In dem Kontext verrate ich euch noch gleich eine kleine geheimnisvolle Sache. Nämlich die Aussicht auf der Niederen Bleik ist wesentlich besser als auf der Höheren Bleik, also Hohe Bleik. Bitte ignoriert diese Schilder, das war nur bei mir so, da haben einfach Holzarbeiten stattgefunden. Ich bin aber so spät losgegangen, dass sie schon Feierabend hatten. Die kamen mir also alle in ihrem Auto entgegen und es war kein Problem, dass ich da lang gegangen bin. Wenn ihr da lang geht, dürftet ihr die Schilder normal vorfinden, was wiederum bedeutet, einfach den Schildern folgen, dann könnt ihr euch auf diesen Forstweg auch gar nicht verlaufen. Einfacher gesagt, das ist ein Forstweg, einfach dem Forstweg folgen. Wer dann die Anwurfhütte, wenn ich mich nicht irre, dürfte das sein, erreicht hat, ab hier beginnt der Waldsteig. Es wird ein bisschen trickreicher vom Weg her, aber nicht schwierig. Zeitgleich wird es auch ein bisschen steiler, das sind die letzten Höhenmeter, die man dann zurücklegt. Hin und wieder verirrt sich hier auch mal ein Mountainbiker. Tatsächlich habe ich mit dem kurz gesprochen und er wollte da eigentlich gar nicht lang. Hier ist für Wanderer vorgesorgt, selbst bei schlechtem Wetter sind hier Holzbretter verlegt, damit man da noch durchgehen kann. Und dann hat man nach wenigen Minuten die Niederbleik auch schon erreicht. Die Aussicht hier ist ein Panorama. Von hier aus kann man theoretisch auch mein Haus sehen, wenn man weiß, wo es ist. Ich weiß es, ich weiß also, wo ich hinschauen muss. Die Ammergauer Nachbarn kann ich gar nicht alle aufzählen. Vom Hörnle bis zur Kreuzspitze ins Zugspitzgebiet bis rüber Herzogstand, Heimgarten kann man hier quasi alles sehen, was Rang und Namen hat. Und man ist ja noch nicht fertig, denn man geht über diese Wiese und erreicht dann hinter diesem Wäldchen noch die Hohe Bleik, das eigentliche Ziel der Tour. Und während das Video sich jetzt mit dem letzten Panorama-Kameraschwenk der Hohen Bleik dem Ende neigt, werde ich euch noch verraten, was ihr als Alternative hier noch machen könnt. Denn wie ihr gesehen habt, der Abstieg gleich Aufstieg war im Rundflug die Variante. Ich bin tatsächlich in der Realität, als ich da damals unterwegs war, den Forstweg oben an dem Plateau, an der Abzweigung weitergegangen und bin dann Richtung Hochwildfeuerberg bzw. Kleinwildfeuerberg gegangen und habe eine riesige Rundtour mit 2 weiteren Gipfeln gemacht. Hochwildfeuerberg und seinem kleinen Nachbarn gibt es als eigenes Video hier auf meinem Kanal, wird unten verlinkt, einfach mal draufklicken, kann man wunderschön auch als eigene Tour machen oder wie bei mir als Rundweg an die Bleik dranhängen und ich denke, dann habt ihr einen schönen Tag. An dieser Stelle geht sie, macht sie und nicht vergessen, nur mit Mountain Guide erreichst du den Gipfel gescheit.